Lohnt sich die MetaQuest 3S für VR-Neueinsteiger? Bei mir war es ehrlich gesagt eher eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der mir im wahrsten Sinne des Wortes manchmal kotzübel wurde. Warum VR-Gaming für Einsteiger sich irgendwie zwischen absolut fantastisch und komplett beschissen bewegt, erfährst du in diesem Video. Die MetaQuest 3S ist das mit Abstand günstigste Neueinsteiger-VR-Headset auf dem Markt. Für ca. 300 € bekommt man aber ziemlich viel. Wenn man momentan zuschlägt, sogar das neue Batman Arkham Shadow gratis obendrauf. Zu dem kommen wir aber später noch. Im Lieferumfang ist das Headset 2 Touch Plus Controller mit Doppel-A-Batterien und ein Universalnetzteil zum Laden und für Datenübertragung enthalten. Ich finde es ziemlich schade, dass das Netzteil nur 1 Meter lang ist. Am PC zu zocken oder nur schon während dem Laden weiterzuspielen ist damit unmöglich. Wenn ihr ein längeres wollt, müsst ihr nochmals einiges an Geld für ein gutes USB-C-Kabel ausgeben, womit ihr das Headset dann auch am PC nutzen könnt. Als ich die Quest 3S zum ersten Mal aufgesetzt habe, war ich echt begeistert. Nachdem man alles auf der Meta Horizon App eingerichtet hat, kann man direkt loslegen. Es ist sogar ein kleines Minigame vorinstalliert, das einem einen ersten Eindruck von den Augmented Reality Funktionen gibt. Das ist ganz lustig für eine Runde, mehr aber auch nicht. Ich war aber sehr begeistert, wie gut das Tracking funktioniert. Und da wären wir auch schon beim ersten Punkt. Die Quest 3S hat eine Pass-Through-Funktion, bei der die Kameras deine Umgebung aufnehmen. Sie lässt sich ganz einfach mit der neuen Action-Taste unten am Headset ein- und ausschalten. Damit lassen sich beispielsweise einzelne Programme beliebig im Raum platzieren. Das war eine Funktion, die ich schon immer einmal ausprobieren wollte. Und es funktioniert wirklich einwandfrei mit der Quest 3S. Vor allem die Fenster werden extrem gut im Raum getrackt und bleiben felsenfest an der Stelle, an der ich sie zuletzt platziert habe. Die Menüs und Apps können auch mit den Händen bedient werden. Dazu kann man beispielsweise die Ecken eines Fensters greifen und verschieben oder kleiner und größer ziehen. Apps mit den Händen im Raum herumzuschieben oder durch Webseiten zu scrollen, fühlt sich einfach magisch an. Leider ist aber auch genau das extrem unpraktisch. Zum einen funktioniert das Handtracking für meinen Geschmack zu unzuverlässig, sodass ich Gesten oft mehrfach ausführen muss, und zum anderen ist es einfach nicht ergonomisch, mit den Händen gefühlt an die Decke zu greifen. Mit den Controllern funktioniert das definitiv besser und einfacher. Allgemein fühlen sich die Touch Plus Controller sehr gut in den Händen an und dank der Batterien muss man sie nicht einmal aufladen, was ich echt toll finde. Zur Quest 3S bekommt man aktuell das Spiel Batman Arkham Shadow kostenlos dazu. Mit dem Gratis-Testraum für MetaQuest Plus hat man Zugriff auf verschiedene coole Spiele, die man direkt zocken kann. VR-Games zu spielen war für mich als Neueinsteiger erstmal eine echt faszinierende Erfahrung. Es ist einfach nochmal viel immersiver, sich wirklich in diesen virtuellen Welten zu befinden und damit zu interagieren. Mit dem Snapdragon XR2 Gen 2 Chip laufen die Games wirklich flüssig. Meta hat in der Quest 3S die etwas veralteten Fresnel-Linsen und Displays mit einer Auflösung von 1832 x 1920 Pixeln eingebaut. Die Linsen sorgen vor allem an den Rändern für ein unscharfes Bild. Für mich war die Bildqualität aber trotzdem ausreichend. Auch die Bildwiederholrate von 120 Hz empfand ich als sehr angenehm. Die Texturen sehen zwar oft etwas verpixelt aus, aber damit kann ich ganz gut leben, weil ich dafür eine enorm immersive Gaming-Erfahrung erhalte. Mit den 128 GB Speicher in der Quest 3S bin ich gut ausgekommen. Viele der Spiele kommen bereits mit wenigen Gigabyte an Speicher aus. Ich habe einige Klassiker ausprobiert, wie den Job Simulator, Beat Saber oder Superhot VR. Aber auch neuere Games wie Death Unchained, bei dem man Feinde mit Pfeil und Bogen wegballert. Oder das neu erschienene Batman Arkham Shadow. Ich war wirklich begeistert von der Fortbewegung und dem Kampfsystem in diesem Spiel. Auch bei anderen Games hatte ich echt viel Spaß und wollte das Headset gar nicht mehr absetzen. Zumindest zu Beginn. Denn leider fängt das Headset nach längerem Tragen wirklich unangenehm zu drücken an. Meta bietet dafür das Elite Headstrap an, das aber nochmals zusätzlich 70 € kostet. Nach längerem Spielen in Games, bei denen man viel rumlaufen muss, wurde mir oft leicht schwindelig oder teilweise sogar schlecht. Viele sagen, man gewöhnt sich daran und die Übelkeit verschwindet mit der Zeit vollständig. Das war bei mir bisher leider aber nicht der Fall. Wenn ihr also beim Spielen merkt, dass euch schlecht wird, macht lieber direkt eine Pause. Ansonsten kann sich diese Übelkeit unangenehm in die Länge ziehen. Viel länger als 2 Stunden kommt ihr mit dem integrierten Akku sowieso nicht aus, was in diesem Zusammenhang auch ganz okay ist. Mit den MetaQuest Headsets habt ihr auch Zugriff auf viele verschiedene Worlds, wie sie Meta nennt. Das sind im Grunde Spielwelten, in denen ihr mit anderen Spielern interagieren und Minigames zocken könnt. Zuerst fand ich es ganz unterhaltsam, in einem Arena-Shooter Gegner abzuknallen, eine Halloween-Mansion zu besuchen oder einem Konzert zu lauschen.
Oft sind in diesen Worlds aber nur kleine schreiende Kinder anzutreffen, die einem den Spiel relativ schnell verderben. Und weil die Minigames darin auch nicht wirklich gut sind, wird das Ganze schnell langweilig. Allgemein muss ich leider sagen, dass bei mir relativ schnell die Luft draußen war. Was zu Beginn absolut magisch und extrem aufregend ist, wird leider schnell ermüdend. Sicher sind gewisse Spiele echt toll und machen auch sehr viel Spaß. Doch die unpraktischen Aspekte des Headsets überwiegen mit der Zeit mehr und mehr. Bei vielen Spielen muss man aufstehen und sich bewegen, um wirklich das volle Potenzial aus den Games ausschöpfen zu können. Einige Spiele fühlen sich deshalb schon fast wie ein Workout an. Klar, man kann auch gemütlich auf dem Sofa Filme oder YouTube-Videos auf der Quest schauen, doch die Überwindung, sich das doch eher schwere und unbequeme Headset aufs Gesicht zu setzen, ist dann doch zu groß, sodass man am Ende eher zum Smartphone oder Fernseher greift. Ich bin hin und her gerissen. Zum einen ist die Quest 3S für den Preis einfach unschlagbar und definitiv einen Blick wert, wenn ihr Lust habt, einmal in die Welt von VR abzutauchen. Gerade auch, weil ihr aktuell ziemlich viele Spiele völlig kostenlos ausprobieren könnt. Zum anderen ist Virtual Reality aber immer noch mit ziemlich vielen unpraktischen Aspekten verbunden, mit denen man erstmal klarkommen muss. Für Neueinsteiger, die 300 € übrig haben und sich das Ganze unbedingt mal selbst anschauen wollen, kann ich die Quest 3S aber trotzdem empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aktuell einfach unschlagbar. Aber was denkt ihr? Wolltet ihr auch schon immer einmal VR-Gaming ausprobieren oder habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!